Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein ganz besonderes Modellauto vor, und zwar wieder ein Modell von Almost Real im Maßstab 1:43, und ihr könnt schon sehen, es kommt in einer besonderen Box. Hier steht Camel Trophy und das ist natürlich der Land Rover Defender 110, ja. Und ich schaue uns mal schnell die Verpackung an. Ja, hier vorne, wie gesagt, Almost Real Camel Trophy. Hier vorne seht ihr die Bezeichnung. Und hier Land Rover Defender Camel Trophy Support Unit. Und zwar Sabah, Malaysia 1993. Camel Trophy, wer das nicht weiß, war eine Rallye, die von Camel, also die Zigarettenfirma, ins Leben gerufen wurde, 1980 glaube ich. Und ist also eine Rallye, die ja, sehr bekannte, sage ich mal, und vor allem hat dieses Auto wurde dieses Auto dadurch auch sehr bekannt gemacht über die Jahre. Und ich habe gedacht, das ist ein besonderes Modell, und deswegen stelle ich euch das mal vor. Hier die Bezeichnung und die Nummer. Wie gesagt, es kommt hier in so einer Box, die habe ich euch ja gerade gezeigt. Hier kann man die Folie abmachen. Und diese Box ist zum Aufklappen, aber dazu werde ich euch gleich mal runterstellen. So, ich mache den Wagen jetzt mal auf. Und voilà. Hier kommt er zum Vorschein. Hier ist eine Abdeckung noch drauf. Die mache ich jetzt mal ab. Ihr könnt sehen, hier sind entsprechende Materialien mitgeliefert worden. Koffer, 4 Stück, 4 Benzinkanister und noch eine silberne. Die lege ich jetzt erstmal weg. Und wir schauen uns das Innenleben dieser Packung an. Und wir können sehen, hier ist der Land Rover zu sehen. Das ist übrigens in meinem Fall die Nummer 1736. Hier sieht man nochmal die Bezeichnung des Wagens. Und im Hintergrund könnt ihr sehen, ja, der Ort oder der Bundesstaat Sabah oder Sabah, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich denke Sabah, ich glaube richtig. Und die entsprechende Rallye-Strecke, die dieser Wagen damals ja gefahren ist. Und ich hole meinen Wagen heraus. Den kann man hier nämlich anheben. So, und ihr seht schon, hier ist noch was mitgeliefert worden. Und zwar sind das Aufkleber für die entsprechenden Länder, die damit gefahren sind. Ich werde die auf keinen Fall draufkleben, weil ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich bin eher so ein ja, Fetischist, der gerne die neuen Sachen alle so lassen möchte, wie sie sind, und am besten nicht benutzen oder verkleben oder sonst wie, gerade wenn solche Aufkleber dabei sind. Und ich würde gerne die Packung offen lassen, aber die fällt leider herunter. Deswegen schließe ich sie jetzt mal. So. Stelle sie mal hier hinten hin. Und wir schauen uns mal den Wagen genauer an. Und der ist wirklich sehr detailliert gemacht. Also das ist wirklich wieder große Arbeit gemacht worden von Almost Real. Gefällt mir wirklich gut. Ist übrigens aus Metall der Wagen. Ja. Und hier fangen wir mit der Front an. Ja, das Gitter, das hier dran gemacht worden als ja, Stoßfängergrill. Darunter sieht man die Lampen. Die Seilwinde kann man auch gut erkennen. Ja. Der Ersatzreifen, der oben auf der Motorhaube draufgeschraubt ist. Dazu hier Streben, die befestigt worden sind für die Dachreling. Oben sehen wir das Schild Camel Trophy. Und hier die Fender auf der Frontscheibe. Ja, sehr schön. Hier kann man sogar erkennen, dass auf der Motorhaube ein Spaten bzw. eine Schaufel ist. Und auf der anderen Seite ist ein Spaten angebracht worden. Das ist wirklich sehr detailliert. Hier oben die Scheinwerfer, damit er auch natürlich übersieht im Dunkeln. Von der Seite hier, ja, klassische Form des großen Land Rover Defender 110. Das Ding ist wirklich sehr groß, hat eine große Ladefläche, deswegen ja auch super geeignet für die Rallye. Ja, hier auch Aufkleber, Camel Trophy. Man kann jetzt, wie gesagt, die Aufkleber noch auf das Auto aufkleben, wer das möchte. Ich mache es, wie gesagt, nicht. Hier oben sieht man noch diese Unterlegscheibe bzw. der Unterleger, den man unter das Auto befestigen kann bzw. drunter legen kann, wenn der sich mal irgendwo festsetzt, im Sand oder im Schlamm. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Von hinten gefällt mir der Wagen auch sehr gut. Ja, nochmal ein Ersatzreifen. Die Leiter, die hier hochführt. Das Nummernschild
Oder beziehungsweise sonst steht ja ein Nummernschild dort beim Land Rover. Hier in dem Fall Camel Trophy. Auspuffrohr. Und hier sehr detailliert gearbeitet worden. Gefällt mir alles sehr gut. Hier oben auch die Scheibe, die zum Land Rover gehört. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Und hier oben, wie gesagt, ist die Ablage für die entsprechenden Koffer, die ich gerade eben erst gezeigt habe. Ja. Hier. Ich versuche die jetzt gleich drauf zu machen. Und hoffen, dass ich nichts kaputt mache, weil hier oben sind noch Bänder. Und da kann man die drauf machen. Und hier hinten eine Halterung für die Benzinkanister. Also wirklich ein sehr schönes Auto. Ich versuche es mal drauf zu machen und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal sporadisch ganz draufgestellt. Es ist gar nicht so einfach mit den kleinen Gummibändern. Ich werde bei den Fotos, wenn ich die mache, versuchen, die vorher richtig zu befestigen. Aber es ist wirklich, wie gesagt, nicht so einfach. So soll es auf jeden Fall zum Schluss aussehen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier oben drüber kommen dann noch die entsprechenden Bänder. Ja, hier vorne sind die 4 Koffer. Hier der Metallkoffer. Und hinten entsprechend ja, die Benzinkanister. Sind jetzt nicht ganz richtig drin. Kann man natürlich auch noch etwas besser machen. Aber jetzt auf die Schnelle, ich muss aufpassen, die Sonne geht gleich weg. Ja, also ich finde, das sieht sehr schön aus. Sehr detailliert habe ich so, wie gesagt, als 1:43 Modellauto auch noch nicht gehabt. Kleine Koffer mit dabei. Ist wirklich ein sehr schönes Modellauto, wie ich finde. Und ja, wie gefällt euch das Modell? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, bewertet mein Video und gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, denn da werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Videos kommen. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.